Ja, moin zusammen. Hallo. Ja, heute bemalen wir den Zwerg aus Hero Quest und dafür benötigen wir die Farben Greedy Gold, Barbarian Flash, Alien Purple, Beigebraun, Mud Black, Bone White etc. Könnt ihr ja pausieren, wenn ihr es lesen wollt. Wir fangen an mit Greedy Gold und damit bemalen wir jetzt alles, was Gold sein soll. Sprich, den Wolfskopf bei der Axt und die anderen Goldverzierungen am Zwerg. Entschuldigung für die Hintergründe, die Katzen drehen gerade hier ein bisschen am Rad. Aber ist ja schön, wenn sie Spaß haben. So, jetzt haben wir das und nehmen uns Barbarian Flash für die Haut. Sprich Arme, Hände und das Gesicht. Ich finde die Miniaturen von Hero Quest von der 21er Version eigentlich sehr, sehr cool. Allerdings muss ich sagen, ich habe festgestellt, man merkt schon einen Unterschied. Ne? Das sind halt Brettspiel-Miniaturen und keine Tabletop-Miniaturen. Aber ich muss sagen, die Qualität ist... Also es gibt definitiv schlechtere Qualität. So, wenn wir das jetzt haben, nehmen wir uns das Beigebraun, meine ich. Müsste Beige sein, ich guck mal eben. Genau, Beigebraun. Wir nehmen uns Beigebraun für die Schulterplatten. Also die linke Seite der Schulterplatten, die mache ich als Lederplatten und Rücken und Gürtel und die Schuhe. Weil für mich sieht das aus, als hätte er ein Kettenhemd unter einer Lederrüstung. Und ehrlich gesagt finde ich die Idee auch gar nicht so schlecht. Weil er da A natürlich ein bisschen leiser ist und nicht rumklimpert, als wenn das Kettenhemd lose über den Oberkörper hängen würde. Und außerdem natürlich auch noch ein bisschen Schutz bietet. Und wir wissen alle, Zwerge, die können einiges tragen an Rüstung, wenn sie Bock dazu haben. So, das haben wir. Sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, ich habe das mit beschleunigt. Die Hose haben wir in Bone White bemalt. Ich glaube, ich habe aus Versehen mit beschleunigt, wie ich das Fläschchen in die Kamera halte. Naja, passiert, bin auch nur ein Mensch. So, jetzt nehmen wir uns Alien Purple und machen damit, ich sag mal, ja, ich glaube, das ist eine Borte. Ich glaube, man nennt das Borte. Unten am Kettenhemd ist so eine Verzierung. Die machen wir ein bisschen lila. Und hier oben schaut unter dem Kettenhemd quasi ich sag mal, ein bisschen Tunika raus. Habe ich mir gedacht, mach es auch lila. Weil ich wollte ihn jetzt auch nicht zu bunt machen. Und lila hat er auch auf der Karte tatsächlich. Bei der Hero Quest Karte ist der Zwerg auch mit ein bisschen lila. So, wenn wir das jetzt haben, ja, sieht doch schon sehr, sehr cool aus. Nehmen wir uns das Schwarz und machen damit Haare und Bart. Oh, ich war zu weit. Stopp, wir machen zuerst das Kettenhemd. Und zwar mit Chainmail und die Klinge von der Axt. Machen wir auch ein bisschen mit Chainmail. So, wie ihr seht, habe ich nur quasi den oberen Teil mit Chainmail bemalt vom Axtblatt, weil jetzt kommt das Boltgun Metal und damit mache ich jetzt den unteren Teil der Axt. Ich habe die Hoffnung, dass das dann so ein bisschen aussieht, als wäre das so ein, ja, als würde das so ein bisschen schimmern. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich denke schon. Und wir nehmen uns jetzt, hoppala, und wir nehmen uns jetzt noch das Grimdark Black. Das ist allerdings ein Speedpaint für die Haare und den Bart.
So, das haben wir auch. Ja, Kamera, dankeschön. Ja, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Gut, klar, natürlich die Details, Augen und sowas habe ich alles noch nicht, ne? Ja. So. Übrigens, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo da und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder Ideen, was man als nächstes machen kann. So, genau, jetzt nehme ich mir das Lila von Speedpaint und gehe damit unten bei dem Lilanen her, damit das ein bisschen dunkler wird. Und wir nehmen uns Hardened Leather, auch von Speedpaint, gehen damit über die ganzen Lederteile. Ich finde, das gibt immer eine ganz gute Kombination. Vor allem, weil ich danach ja immer noch mit der Grundfarbe wieder ein bisschen aufhelle. Also da kann man eine Menge Effekte mit machen, rausholen, machen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und ich finde einfach, das gibt auch immer ein schönes Braun. Weil es halt nicht so hell ist. Mir gefällt dieses dunklere, natürlichere ganz gut. Jetzt nehmen wir uns Crusader Skin, logischerweise für Gesicht, Hände und die Arme des guten Zwerges. Da schauen, dass man nicht zu viel nimmt, aber halt auch nicht zu wenig. Also eine schöne Mischung, sag ich mal, damit das zwar alles ein bisschen dunkler wird und auch in die Vertiefung reinläuft, aber halt nicht zu dunkel. Wenn wir das nämlich jetzt gemacht haben, nehmen wir uns wieder ein Light Tone und machen damit die Bone White farbene Hose. Finde ich, sieht auch immer super aus. Das sieht dann immer aus wie so ein bisschen altes Leinen, finde ich. Und das einfach auch nur drüber und man sieht ja direkt, dass man die ganzen Details etc. besser sieht. So, das haben wir jetzt auch. Sieht schon ganz nett aus, wie ich finde. Müsste auch alles trocken sein. Und jetzt nehmen wir uns den Strong Tone. Das ist ein Wash, auch von Army Painter. Und machen damit die ganzen Kettenhemdteile, die Metallteile von den Schulterplatten und von der Armschienen. Ein bisschen was auf die Axt. Jetzt mache ich gerade hier noch die Pupille in die Augen. Wer möchte, kann jetzt natürlich noch ein paar Details rausarbeiten. Habe ich auch gemacht. Ein bisschen die erhöhten Teile, zum Beispiel auch an den Händen, einfach nochmal mit der Hautfarbe, also dem Barbarian Flash nochmal drüber gegangen. Und dann sieht der ganze Spaß so aus. Ihr seht das auch am Arm, da bin ich halt auch rübergegangen. So, für euch noch ein paar Bilder und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Würde ich mich freuen, dann schaffen wir vielleicht die 1000. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bye, bye.